Das Wichtigste eurer Sammlung ist doch die Griss-Sammlung. Dies schrieb Daniel Henri Kahnweiler, Galerist des Sammlers Hermann Rupf im Jahr 1932. Hermann Rupf kaufte 14 Gemälde von Juan Gris. Die Werkgruppe ist bedeutsam, sie zeigt die Entwicklung seiner eigenständigen kubistischen Malerei. Schauen wir auf das Material, so ist für uns sensationell, dass fast alle originalen Spannrahmen erhalten sind und viele der Gemälde unberührt blieben. Der fragile Zustand erforderte Maßnahmen und führte zu dem Restaurierungsprojekt. Für uns ist es wichtig, die Malweise des Künstlers und der Zustand der Werke ganz gut zu verstehen. Und wir haben viel recherchiert und die Werke buchstäblich durchleuchtet. Und es war ein ganz spannendes Projekt für uns. In diesem frühen Werk verbindet Juan Gris die Collage, die Zeichnung und die Malerei auf eindrückliche Weise. Er klebte 24 Papierstücke von der Zeitung bis zum farbig bedruckten Papier auf eine Leinwand. Anhand der UV-Fluoreszenz sehen wir, dass Gris die Papiere mit Kleister und Pinsel auf die Leinwand klebte. Neben der Collage nutzte er die Öl- und Harzmalerei. Damit beeinflusste er die Sättigung und den Glanz der Farben und Linien, eine Technik, die er bis ins Spätwerk weiterverfolgt hat. Im Streiflicht sind die Überlagerungen der Papiere, der Zeichnung und der Malschichten gut sichtbar. An einigen Stellen haben sich die Papiere und Farbschollen gelöst. Die Konservierung haben wir gemeinsam mit den Spezialistinnen für Papier ausgeführt. Das Gemälde Vase mit Maiglöckchen entstand in einer rein malerischen Ausführung. Die Konturlinien, Flächen und Kontraste gewinnen für Gris an Bedeutung. Dieses Gemälde hat viele Fragen aufgeworfen. Die Malschicht ist besonders dick und weist tiefe Sprünge auf. Und wir haben ein Röntgenbild gemacht. Und da haben wir herausgefunden, dass es sich unter der jetzigen Malschicht eine andere Komposition befindet, was ich hier mit roten Linien gekennzeichnet habe. Man erkennt hier eine Flasche, das lässt erahnen, dass es sich um ein Stillleben handelte. Und vermutlich hat Gris diese frühere Komposition verworfen und wiederverwendet. Auffällig ist auch der Oberflächenglanz. Auf der Rückseite, auf dem originalen Spannrahmen, finden sich Stempel, Etiketten und Notate, darunter die französische Bezeichnung Vernis, auf Deutsch gefirnist, was sehr interessant ist. Bezieht sie sich auf die glänzende Schicht, ist es ein Firnis, der später aufgetragen ist? Dieser Frage gehen wir im Kunsttechnologischen Labor der Hochschule der Künste Bern nach. Wir sehen hier jetzt die verschiedenen chemischen Komponenten innerhalb des Materialgefüges. Er hat die unteren Schichten in Ölfarbe gemalt, ganz klassisch. Und dann in der zweiten Komposition aber zusätzlich Harz dazu gemischt, damit die Farben eben glänzender werden. 1935 erwähnt Kahnweiler in einem Brief an Hermann Rupf ein restauriertes Gemälde, wohl das geöffnete Buch. Es wurde in den 1930er Jahren auf eine neue Leinwand geklebt, der Keilrahmen wurde ausgetauscht und es wurde gefirnist. Die Maßnahmen entsprachen den damaligen Erwartungen an eine Restaurierung. Der dick aufgetragene Restaurierfirnis war vergilbt und überdeckte die malerischen Feinheiten, weshalb wir uns entschieden, ihn abzunehmen. Ich löse den Firnis mit Isopropanol und einem Pinsel und sauge das gelöste Harz anschließend sofort wieder auf. Diese Methode ist sehr schonend für die Gemäldeoberfläche. Der originale Zustand des Werks kann nicht wiederhergestellt werden, aber wir können uns diesem annähern durch unsere Methoden und vor allem das Wissen um die Maltechnik von Gris. Den weit größten Teil der Gemälde haben wir rein konservatorisch behandelt.
Wir haben viel über die Geschichte und über die Technik erfahren. Viele Fragen bleiben aber noch offen und es sind auch neue dazugekommen. Wie wir hier mit Infrarot sehen, hat Gris eine zuerst als Herz vorgezeichnete Spielkarte nachher in eine Kreuzkarte geändert. Warum er das gemacht hat, darüber können wir nur spekulieren.